Hey, ich nenne dir in diesem Video die Gründe, warum du mit Calisthenics aufgehört hast. Es ist ja bei vielen so, die fangen damit an, die haben Bock, merken dann aber nach ein paar Wochen, boah, irgendwie, da tut sich nichts, ist doch anstrengender als gedacht und verfallen wieder in alte Muster. In diesem Video gehe ich einmal mit dir die Gründe durch und vielleicht hast du ja am Ende des Videos wieder Bock, mit Calisthenics zu starten. Grund Nummer 1. Du gehst direkt in die Skills rein, ohne dass du dir eine Basis aufbaust. Viele fangen mit Calisthenics an und möchten sofort den Handstand lernen, den Human Flag oder einen Front Lever oder vielleicht sogar den Planche, probieren das ein paar Mal und merken sofort, das wird so nichts und hören deswegen leider mit Calisthenics auf. Deswegen probier es doch mal so, dass du erstmal dir ein Fundament aufbaust. Ja? Fang mit Basisübungen an, lern erstmal einen vernünftigen Dip, einen Klimmzug, einen Liegestütz. Bau deinen Körper erstmal dahingehend auf, dass du die Skills vernünftig lernen kannst und die Kraft dazu hast. Denn wenn du das nicht hast von Anfang an, dann ist es einfach frustrierend und du gibst auf. Grund Nummer 2, du benutzt kein Resistant Band. Dieses Resistant Band, das kriegst du überall. Das ist super genial. Das heißt, wenn du noch keinen Klimmzug kannst, weil du vielleicht zu schwach bist oder einen Dip oder was auch immer, kannst du dieses Band dafür nutzen, um dein Fundament aufzubauen und das Ganze zu lernen. Und auch wenn du die Skills lernst, nehmen wir jetzt beispielsweise einen Planche, dann kannst du so ein Band benutzen, um eben schon mal ein Gefühl für die Übung zu bekommen. Das gleiche gilt auch für den Muscle-Up oder für den Human Flag. Du kannst es also für fast alle Übungen verwenden und deswegen empfehle ich allen Anfängern, kauft euch sofort so ein Band und legt damit los, denn dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr die Skills schneller lernt und nicht so frustriert seid. Grund Nummer 3, du hast noch nicht verinnerlicht, dass der Fortschritt beim Calisthenics einfach länger braucht. Es ist nicht so wie beim Bodybuilding, ja, da machst du 1-2 Wochen deine Übung und du kannst sofort mehr Gewicht drauf packen und hast dieses Gefühl, ja, da hat sich was getan. Beim Calisthenics ist das Ganze anders. Es braucht einfach mehr Zeit. Gerade am Anfang ist es nun mal ein bisschen schwieriger, aber du musst dir verinnerlichen, wenn du durchziehst, das Ergebnis und das Resultat ist einfach 3-mal so geil. Weil ab einem gewissen Punkt, ja, wo dein Fundament da ist, dann fängt es richtig an Spaß zu machen. Dann gehst du nämlich in die Skills rein und dann kommt der Progress, der Fortschritt und dann kommt er auch wirklich schnell. Und da musst du aber erstmal hinkommen, deswegen am Anfang verinnerlichen und ja, Zähne zusammenbeißen. Keine Gym-Buddies, keine Community. Calisthenics ist nun mal noch nicht so weit verbreitet wie beispielsweise Bodybuilding oder Fußball. Das ist einfach so. Aber wenn du einfach mal anfängst, ja, du kannst ja auch bei dir in deiner Stadt im Gym anfangen, du wirst merken, es werden Leute auf dich zukommen mit der Zeit und mal fragen, hey, was machst du da Cooles? Kann ich vielleicht mal mittrainieren? Das heißt, dieser Punkt Community, der wird sich mit der Zeit aufbauen. Ja, du brauchst also keine Angst haben, dass du jetzt irgendwie die nächsten 10 Jahre alleine trainierst. Das ist Quatsch. Mit der Zeit wirst du eine eigene Community aufbauen, ja, und deine eigenen Kollegen haben oder Kolleginnen, mit denen du trainierst. Sei dir da auf jeden Fall sicher. Heißt ja auch im Umkehrschluss, du hast am Anfang vielleicht noch niemanden, der dir zeigt, wie es geht. Du kannst auch niemandem zeigen, wie es geht. Dafür ist aber auch unser YouTube-Kanal da. Ne? Deswegen abonniere uns gerne und schau dir alle Übungen bei uns an. Und bestimmt sehen wir uns auch mal irgendwann beim Training. Bin ich mir sicher. Ja, der letzte Grund ist tatsächlich, dass viele im Sommer anfangen mit Calisthenics, wo es noch schön warm ist. Man kann draußen trainieren und im Winter dann aufgeben, weil es ihnen zu kalt ist. Du kannst auch einfach als Alternative zu Hause trainieren oder du meldest dich halt mal in einem Gym an. Ja? Das würde ich sowieso, das ist prinzipiell auch nicht verkehrt, wenn du ins Gym gehst. Vor allen Dingen, wenn es um Beintraining geht, empfehle ich das immer auch mal eine Beinpresse einzubauen. Und die meisten Gyms haben mittlerweile ja irgendwie ein Rack oder irgendwie die Möglichkeit, dass du dort Klimmzüge machen kannst, einen freien Space, wo du Handstand üben kannst. Und genau deswegen ist es kein Grund, mit Calisthenics aufzuhören, sondern gerade im Winter nochmal richtig Gas geben. Für den Fall, dass du wirklich mal aufgehört hast mit Calisthenics, kann ich dir nur raten, fang wieder an, mach das Ganze ein bisschen ruhiger, bau dir erstmal ein Fundament auf, ja, dass dein Körper stabil ist, dass du Spannung hast und dann geh Schritt für Schritt in die Moves rein. Wenn du nicht weißt, wie die Moves funktionieren, dafür ist dieser YouTube-Kanal, wie gesagt, wir werden dir hier alle Moves, die es irgendwie gibt, mit der Zeit präsentieren, dass du die Schritt für Schritt üben kannst. Es gibt natürlich auch noch weitere YouTube-Tutorials und Kollegen, die das sehr gut machen. Also gib nicht auf, bleib dran und wir sehen uns.